Im heutigen Video tauchen wir in die Geheimnisse der Henoch zugeschriebenen Bücher ein, die über Jahrhunderte sowohl Gelehrte als auch Mystiker fasziniert haben. Wir werden uns mit den Engelshierarchien, den geheimnisvollen Riesen Nephilim und Henochs Visionen über die Schöpfung und das Ende der Welt beschäftigen. Wir erfahren, wie Henoch sich in den Engel Metatron verwandelte, seine außergewöhnlichen Reisen durch die 7 Himmel unternahm und die mystischen Strukturen von Merkava und Sephiroth erkundete, die ein neues Licht auf die antike Kosmologie werfen. Wir entdecken auch die Geheimnisse des Buches der Wächter, des Buches der Gleichnisse, des Buches der Astronomie und des Buches der Träume. Jede dieser Schriften enthält einzigartige Erzählungen über gefallene Engel, kosmische Visionen und uralte Zivilisationen. Wir beleuchten, wie diese Texte religiöse Bewegungen inspirierten und die späteren Vorstellungen von Engeln und Dämonen prägten. War Henoch ein Prophet, ein Mystiker oder vielleicht der Schlüssel zum Verständnis antiker Kontakte mit anderen Dimensionen? Wir werfen auch einen Blick auf Melchisedek, den geheimnisvollen Priesterkönig, dessen Geburt, ähnlich wie die von Jesus, möglicherweise ohne die Beteiligung eines Mannes geschah, sowie auf den Propheten Elia, der von einem feurigen Wagen entführt und, wie Henoch, in den Himmel aufgenommen wurde. Henoch ist eine legendäre Figur, die an der Grenze zwischen Mythos, Religion und Geheimnis steht. Seine Geschichte zu erzählen ist eine Herausforderung, da sie von faszinierenden Fakten, Theorien und fortwährenden Kontroversen umgeben ist, die mal bestritten, mal bestätigt werden. Auf den ersten Blick, insbesondere beim Studium populärer Quellen, könnte man meinen, dass es eine Fülle von Informationen über Henoch gibt. Doch in Wirklichkeit sind diese Daten fragmentarisch und oft unzuverlässig. Sie wurden teilweise aus Übersetzungen antiker Texte, die über die Jahrhunderte entdeckt wurden, sowie aus der Analyse biblischer Bücher, wie dem Buch Genesis aus dem Alten Testament und dem Judasbrief aus dem Neuen Testament, rekonstruiert. Henoch wird mit verschiedenen Figuren in Verbindung gebracht. Einige behaupten, dass er in Wirklichkeit der Erzengel Metatron war, was auf seine Transformation nach dem Erhalt göttlicher Kräfte zurückzuführen sei. Andere sehen in ihm einen Vorfahren Jesu und den Urgroßvater Noahs, basierend auf antiken Texten, sowohl apokrypher als auch heiliger Natur. Die Aura des Geheimnisvollen, die Henoch umgibt, wird zusätzlich durch Zweifel an der Autorschaft der ihm zugeschriebenen apokryphen Bücher verstärkt. Einige Passagen, insbesondere Zitate von Kirchenvätern wie Clemens von Alexandrien, Origenes oder Tertullian, behandeln Henoch mit großem Respekt und lassen vermuten, dass die ihm zugeschriebenen Bücher inspiriert sein könnten. Doch im Laufe der Zeit wurden diese Ansichten sowohl bestätigt als auch bestritten. Zu den Kirchenvätern, die die Gestalt Henochs untersucht haben, gehören unter anderem Clemens von Alexandria, Origenes, Tertullian, Athenagoras und Lactanz. Unter den Texten, die auf Inspiration hinweisen, können wir folgende hervorheben: Der Brief des Barnabas 1545, die Apokalypse des Petrus, Legatio pro Christianis von Athenagoras von Athen, Teile 24 und 25, De Cultu Feminarum 1, 3 sowie De Idolatria, 15 von Tertullian, Psalm 18 von Clemens von Alexandria. Neben dem Brief des Judas 14 bis 15, auf den wir gleich näher eingehen werden, finden sich Verweise auf Henoch auch in anderen Teilen des Neuen Testaments. Das Evangelium nach Lukas im Kapitel über die Genealogie, der Brief an die Hebräer in Vers 11,5. Vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht aber auch nicht, dass die Bedeutung des Namens Henoch der Eingeweihte lautet, verstanden als derjenige, der initiiert oder begonnen wurde. Interessanterweise scheint die Geschichte der Menschheit genau mit dieser Figur zu beginnen, wenn man die verschiedenen verfügbaren Informationen über sie zumindest teilweise zusammenfügt. Die Geschichte, die mit dem Namen Henoch und der Person, die ihn trägt, verbunden ist voller Widersprüche und Komplexität. Einerseits wird Henoch als ein zentraler Bestandteil der biblischen Erzählungen angesehen, andererseits scheint seine Rolle bewusst verschleiert oder marginalisiert zu werden, als ob eine Art Geheimnis verborgen wäre. Dieser Name stiftet Verwirrung, da er sich auf mindestens 3 verschiedene Personen bezieht. Henoch, der Sohn Kains. Henoch, ein Nachkomme Seths, des 3. Sohnes Adams und der Urgroßvater Noahs. Enos, der Urenkel Adams und gleichzeitig der Urgroßvater Henochs. Im enzyklopädischen Eintrag zu Henoch findet sich die Information, dass er ein Patriarch war. Doch wer ist eigentlich ein Patriarch? Das Verständnis dieses Begriffs ermöglicht es, die Bedeutung Henochs und seine Rolle im Vergleich zu anderen wichtigen biblischen Figuren besser zu würdigen. Ein Patriarch ist eine Person, die aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung eine Familie anführt und den Respekt ihrer Mitglieder genießt. Doch seine Rolle geht über den familiären Kontext hinaus. Der Begriff bezieht sich auch auf jemanden,
der eine Religion oder Tradition begründete. Im weiteren Sinne gelten Patriarchen als die Vorfahren des jüdischen Volkes, dessen Religion 3 Patriarchen anerkennt: Abraham, dessen Sohn Isaak, und Jakob, den Sohn Isaaks. Der Begriff antediluvianisch, vor der Sintflut, wurde von dem englischen Wissenschaftler Sir Thomas Browne geprägt, der die lateinischen Begriffe ante, vor, und diluvium, Flut, kombinierte. Die Sintflut, ein legendäres Ereignis, soll in ferner Vergangenheit stattgefunden haben, weshalb dieser Ausdruck begann, sich auf extrem alte Dinge zu beziehen. Es heißt gewöhnlich, Henoch sei ein vor der Sintflut lebender Patriarch gewesen, also ein Mensch, dessen Geschichte bis in die Zeit vor dieser großen Katastrophe zurückreicht. Die vor der Sintflut lebende Genealogie umfasst der Reihe nach Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselach, Lamech und Noah. Noah, bekannt durch seine Arche, kämpfte darum, sich selbst und andere Lebewesen vor der Vernichtung zu retten, die die Erde von gottlosen Menschen und Riesen säubern sollte. Der Präfix post in postdiluvianisch bedeutet nach im Lateinischen und bezieht sich daher auf Ereignisse nach der Sintflut. Wenn Henoch vor der Sintflut lebte, können seine Taten und Visionen, von denen in den Schriften die Rede ist, im Zusammenhang mit den Handlungen seiner Nachkommen interpretiert werden, wie Sem, Apachshad, Selach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor und Terach. Wie bereits erwähnt, finden sich viele Informationen über Henoch und seine Vorfahren im Buch Genesis, einem Teil des Pentateuchs, der auch das Buch Exodus, das Buch Levitikus, das Buch Numeri und das Buch Deuteronomium umfasst. Diese Bücher beschreiben die Schlüsselfiguren, die mit den Anfängen der Menschheit verbunden sind. Die Geschichte Henochs, betrachtet aus der Perspektive seines außergewöhnlichen Lebens, bietet Einblicke in die frühesten Phasen der Menschheitsgeschichte, die weitaus komplexer sind, als wir vermuten könnten. Wenn wir das erste Zusammentreffen von Adam und Eva im Buch Genesis betrachten, erfahren wir von ihrem Nachwuchs. Kain, der Bauer wurde, und Abel, der für die Rolle eines Hirten bestimmt war. Dieser Abschnitt ermöglicht es uns, Henochs Abstammung besser zu verstehen und Zweifel im Zusammenhang mit den verschiedenen Personen desselben Namens zu zerstreuen. Eines Tages brachten Kain und Abel dem Herrn Opfergaben aus ihrer Arbeit dar. Kain brachte Früchte des Feldes, während Abel die Erstgeborenen seiner Herde zusammen mit deren Fett darbrachte. Obwohl wir die genauen Gründe nicht kennen, erwähnt das Buch Genesis, dass der Herr Abels Opfer gnädig annahm, Kains Opfer jedoch nicht. Kain reagierte mit Zorn und Unzufriedenheit, was sich in seinem Gesichtsausdruck zeigte. Dieses Gefühl führte ihn zu einer der denkwürdigsten Taten in der Menschheitsgeschichte. Er führte Abel aufs Feld und tötete ihn. Als der Herr ihn nach seinem Bruder fragte, leugnete Kain seine Tat. Daraufhin verfluchte der Herr ihn, indem er bestimmte, dass der Boden, den er bearbeitete, keinen Ertrag mehr bringen würde. Nachdem Kain seine Schuld erkannt hatte, äußerte er die Angst, ein ewiger Wanderer zu sein und von anderen getötet zu werden. Der Herr entgegnete, dass jeder, der Hand an Kain legen würde, 7-fach bestraft werde, und gab ihm ein Zeichen, damit ihn niemand töte. Nach diesem Ereignis zog Kain in das Land Nod, wo er eine Frau nahm und einen Sohn namens Henoch bekam. Es war jedoch nicht derselbe Henoch, der als Patriarch mit den in diesem Film besprochenen Schriften in Verbindung steht. Kain gründete auch eine Stadt, die er nach seinem Namen benannte, und setzte dort seine Linie fort. Das Buch Genesis, Kapitel 5, enthält eine Genealogie von Adam, die Figuren aus der Zeit vor der Sintflut umfasst. Besonders auffällig ist die außergewöhnliche Langlebigkeit der Menschen aus dieser Zeit. Viele von ihnen lebten über 900 Jahre. Adam zeugte Seth, seinen dritten Sohn, im Alter von 130 Jahren und lebte danach noch 800 Jahre, in denen er weitere Nachkommen hatte. Seth lebte ebenfalls etwa 900 Jahre und zeugte seinen Sohn Enos im Alter von 105 Jahren. Enos wiederum zeugte seinen Sohn Kenan im Alter von 90 Jahren und Kenan zeugte Mahalalel im Alter von 70 Jahren. Mahalalel hatte im Alter von 65 Jahren einen Sohn namens Jared, der im Alter von 162 Jahren Henoch zeugte. Jared lebte noch viele Jahre und erreichte ein Alter von 962 Jahren. Henoch ist eine außergewöhnliche Figur in dieser Genealogie. Im Alter von 65 Jahren zeugte er Methusalem und lebte danach noch 300 Jahre, in enger Gemeinschaft mit Gott, bis er plötzlich nicht mehr da war, denn Gott hatte ihn entrückt. Diese Formulierung hat großes Interesse geweckt und wurde unterschiedlich interpretiert. Einige glauben, dass Henoch als Ausdruck besonderer Nähe zu Gott in den Himmel aufgenommen wurde.
Andere sehen darin eine Metapher für seinen außergewöhnlichen Lebensstil, der vollkommen den göttlichen Prinzipien entsprach. Henoch lebte in einer Zeit, in der die Mehrheit der Menschen in Sünde lebte und das Gute ignorierte. Doch Henoch ging den Weg der Gerechtigkeit und scheute sich nicht, das Böse um ihn herum zu benennen. Im Judasbrief, Verse 14 bis 15, wird Henoch als Prophet erwähnt, der von der Ankunft des Herrn mit Tausenden seiner Engel sprach, um die Gottlosen und ihre Taten zu richten. Der Vers lautet: Auch Henoch, der Siebte von Adam, hat über sie geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr kommt mit Tausenden seiner heiligen Engel, um Gericht zu halten, über alle und alle Gottlosen zu strafen, für all ihre gottlosen Taten und für all die frechen Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Neben der Entrückung in den Himmel wird Henoch auch als Schreiber Gottes bezeichnet und erlangte seine Berühmtheit durch die ihm zugeschriebenen Schriften. Die zuvor erwähnten Informationen stellen lediglich eine Einführung dar. Bereits an diesem Punkt wird deutlich, dass trotz der fragmentarischen Natur der Quellen zahlreiche Themen untersucht werden können. Im Laufe der Jahre wurden die Legenden und Fakten, die mit dieser Figur verbunden sind, zur Inspiration für zahlreiche Studien, Abhandlungen und Veröffentlichungen, die versuchen, die Puzzleteile zusammenzusetzen und die Wahrheit zu entdecken, falls es sie gibt. Wie bei jeder Legende ist es ratsam, die Erzählungen über Henoch mit einer gewissen Distanz zu betrachten, die dargestellten Geschichten zu analysieren und eine eigene, kritische Meinung zu den Theorien zu entwickeln, die diese Figur eher in den Bereich der Mythologie als der historischen Realität einordnen. Die Zeit, in der Henoch lebte, begünstigte die Entstehung seiner legendären Ausstrahlung. Er inspirierte Schriftsteller und Anhänger der Esoterik, die sich für seine prophetischen Fähigkeiten interessierten. Einer dieser Forscher war John Dee, ein Arzt des 16. Jahrhunderts, der behauptete, das geheime Alphabet Henochs nach einer Begegnung mit einem Engel entschlüsselt zu haben. Obwohl Skepsis gegenüber solchen Behauptungen gerechtfertigt ist, lässt sich nicht leugnen, dass die Geschichte Henochs aufgrund ihrer Einzigartigkeit Aufmerksamkeit erregt. Die Gründe dafür sind recht konkret. Henoch war unsterblich, obwohl er nur etwa 300 Jahre lebte, in denen er sich durch außergewöhnliche visionäre Fähigkeiten auszeichnete. Er verfügte auch über Wissen in Bereichen wie Astronomie, Mechanik, Schriftwesen und anderen Disziplinen, die die Zivilisation bis heute prägen. Laut einer Version wurde Henoch von Gott zu sich geholt und verweilte dort etwa 2 Monate, um alles zu lernen, was er später in seinen Büchern niederschrieb. Eine alternative Version besagt, dass Henoch in seinen Büchern seine irdischen Erfahrungen sowie Geheimnisse festhielt, die menschliche Überzeugungen in Frage stellen könnten. Die Forschungen zu den Büchern Henochs konzentrieren sich auf Geheimnisse wie die Geschichte der Riesen. Gemäß den Büchern waren die Riesen Nachkommen der Nephilim, Engel, die auf die Erde herabgestiegen waren, um die Menschheit zu führen. Diese Wesen vermittelten den Menschen praktisches Wissen, etwa in der Metallverarbeitung, und lehrten sie Magie, Astronomie, Astrologie und Kampftechniken. Doch ihr Handeln führte schließlich zur Verderbtheit der Menschen, was laut den Büchern Henochs die Ursache für die Sintflut war. Henoch soll auch die Existenz verschiedener Dimensionen beschrieben haben, die dazu dienen sollten, Gerechte von Ungerechten zu trennen, sowohl unter Menschen als auch unter Engeln. Letztere, wenn sie sich dem Willen Gottes widersetzten, wurden in besondere Straforte verbannt. Einige Forscher glauben, dass Henoch eng mit dem Erzengel Metatron verbunden war oder sogar nach seinem Tod selbst zu Metatron wurde. Laut einer Theorie wurde Henoch aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten und des göttlichen Segens zu Metatron, was durch seine feurige Transformation und die Vergabe eines neuen Namens symbolisiert wird. Andere jedoch argumentieren, dass Henoch und Metatron 2 unterschiedliche Figuren sind. Die Geschichte Henochs, seine Lehren und die ihm zugeschriebene Transformation zum Erzengel wecken auch im Kontext der Kabbala Interesse. Im hebräischen Schriftbild des Namens Metatron gibt es 2 Varianten. Eine mit 6 und eine mit 7 Buchstaben, wobei die kürzere Henoch symbolisieren soll. Auch die Mythologien anderer Kulturen bieten Parallelen. In vielen Traditionen gibt es Erzählungen über Wesen, die vom Himmel herabstiegen, um die Entwicklung der Menschheit zu beeinflussen. Solche Geschichten finden sich beispielsweise in den Mythen der Inka, in japanischen Erzählungen über Izanami und Izanagi oder in persischen Legenden über Dämonen, die sich mit Menschen verbanden und sie auf Abwege führten. Beginnen wir also mit der Analyse der Henoch-Bücher. Viele Menschen fragen sich, warum diese Bücher mit Henoch in Verbindung gebracht werden und ob er tatsächlich ihr Autor war. Es gibt die Hypothese, dass diese Texte inspiriert sein könnten, doch bleibt dies eine Vermutung. Der einzige Weg, ihre Herkunft zu bestätigen, ist eine gründliche Untersuchung der Quellen, so wie es Forscher seit langem tun. Durch Lesen und Analysieren, um die Fakten zu rekonstruieren und die glaubwürdigste Version der Ereignisse
zu finden. In verschiedenen Studien lesen wir, dass die Henoch-Bücher in unterschiedlichen historischen Epochen geschrieben wurden, die oft Jahrhunderte auseinanderliegen. Daraus ergibt sich die Frage, wurden diese Texte innerhalb von 2 Monaten verfasst, während Henoch verschwand, oder enthalten sie Wissen, das Henoch im Laufe seines Lebens erlangte und weitergab? Am logischsten erscheint es, dass diese Bücher zu verschiedenen Zeiten von mehr als einem Autor geschrieben und später von einer oder mehreren Personen zusammengestellt wurden. Unabhängig davon, wer sie genau verfasst hat, ist es eine Tatsache, dass es viele Texte gibt, die Henoch zugeschrieben werden. Unter ihnen erkennen Historiker 3 als besonders bedeutend an: das äthiopische Buch Henoch, das slawische Buch Henoch und das hebräische Buch Henoch. Ihr Inhalt wurde in 5 Teile unterteilt, da die Zahl 5 in der Antike als heilig galt. Aus diesem Grund werden die Henoch-Bücher auch als Pentateuch Henochs bezeichnet. Das Buch der Wächter, der erste Teil des Pentateuchs, beschreibt den Fall der Engel. Es entstand vermutlich im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit, in einer Epoche, in der apokalyptische Texte populär waren, inspiriert von turbulenten Ereignissen wie dem Makkabäeraufstand gegen König Antiochos IV. Epiphanes in Judäa. Das Buch der Riesen, später durch das Buch der Gleichnisse ersetzt, das, wie der Name schon sagt, sich auf die Taten der Nachkommen der Wächter und die Prophezeiungen über ihr Schicksal konzentriert. Fragmente dieses Buches wurden in verschiedenen Kulturen gefunden, etwa in den medischen, persischen oder koptischen. Das Astronomiebuch, diesem Buch ist der Mondkalender gewidmet. Es wird angenommen, dass es etwa zur gleichen Zeit wie das Buch der Riesen geschrieben wurde. Das Traumbuch, ein teilweise zeitgenössisches Werk zum Buch der Wächter, das sowohl die Sintflut als auch die frühesten Ereignisse der Menschheitsgeschichte beschreibt. Interessanterweise schildert ein Teil des Buches die ersten Stämme der Welt als Wesen mit tierischen Eigenschaften. Der Brief Henochs, verbunden mit den Chester Berti Papyri, enthält er Visionen und Unterweisungen, die Henoch zugeschrieben werden. Bei der Untersuchung der Henoch-Bücher stellt sich die Frage, warum wurden diese Texte, die so wertvolle Informationen über den Ursprung der Welt und der Menschheit enthalten, über lange Zeit als apokryph angesehen und vergessen. Ein Grund könnte darin liegen, dass sie nicht als heilig anerkannt wurden, weshalb sie nicht von den mittelalterlichen Mönchen kopiert wurden, die sich mit der Vervielfältigung religiöser Texte befassten. Die Werke Henochs, die ursprünglich niedergeschrieben wurden, gerieten allmählich in Vergessenheit, bevor sie erneut entdeckt wurden. Nach der anfänglichen Verbreitung der Henoch zugeschriebenen Texte führten die Entwicklung verschiedener Philosophien und religiöser Bewegungen sowie das Fehlen von Drucktechnologien und Möglichkeiten zur Verbreitung von Werken dazu, dass die Bücher Henochs über lange Zeit an den Rand gedrängt wurden. Zu jener Zeit wurden Bücher von Hand abgeschrieben, oft auf teurem Pergament. Infolgedessen wurden Texte mit einem gebets- oder lehrhaften Charakter vorrangig behandelt, was dazu führte, dass apokryphe Texte wie die Bücher Henochs als weniger bedeutend angesehen und vergessen wurden. James Bruce, ein Reisender, der oft mit Indiana Jones verglichen wird, begeisterte sich für fremde Kulturen, die antike Geschichte und die Rätsel der Welt. Obwohl er kein Wissenschaftler war, beeinflussten seine Entdeckungen, wie etwa das Buch Henoch, die Forschung über alte Zivilisationen, doch zu seinen Lebzeiten wurde er nicht ausreichend gewürdigt. Als britischer Konsul in Algier brach er nach Äthiopien auf, um die Quellen des Nils und die Bundeslade zu suchen. Im Jahr 1770 entdeckte er die Quelle eines der Zuflüsse des Nils und erhielt das Buch Henoch von äthiopischen Priestern. 2 Exemplare übergab er den Bibliotheken in Oxford und Paris, eines behielt er für sich. Gerüchte besagen, dass eines dieser Exemplare in den Vatikan gelangte. Zunächst fanden Bruces Entdeckungen wenig Anerkennung. Erst im 19. Jahrhundert begann man, dank der lateinischen Version des Buches Henoch, die von Silvestre de Sacy übersetzt wurde, ihre Bedeutung zu erkennen. Im Jahr 1821 übersetzte Richard Lawrence, ein Hebräist, das Buch Henoch ins Englische. Diese Version, die in Europa weit verbreitet war, erregte die Aufmerksamkeit der Kirche, insbesondere im Zusammenhang mit den Verweisen auf Henoch im Judasbrief. Obwohl das Buch Henoch die Kriterien eines offenbarten Textes erfüllte, wurde es als unglaubwürdig angesehen und man vermutete, dass es nach den Ereignissen entstanden war, die als Anfang der Welt beschrieben wurden. Im Jahr 1947 wurde in Qumran eine archäologische Entdeckung gemacht, die ebenso bedeutend war wie die Arbeiten von James Bruce fast 2 Jahrhunderte zuvor. In einer der Höhlen wurden etwa 800 Schriftrollen gefunden, darunter 7 Fragmente des Buches Henoch, die in den Sprachen Aramäisch, Althebräisch und Griechisch verfasst waren. Eines Tages stieß ein einheimischer Hirte, der eine verlorene Ziege suchte, auf eine Höhle in Qumran. Zusammen mit einem Freund beschloss er zu erkunden, was sich darin verbarg. Ohne sich der Bedeutung ihres Fundes bewusst zu sein, entdeckten sie Tongefäße, in denen in Leinentücher eingewickelte Fragmente von Schriftrollen lagen, einige davon bis zu 7 Meter lang.
Zunächst hielten sie den Fund für wenig wertvoll und verkauften ihn auf einem Markt in Jerusalem. Doch Untersuchungen des amerikanischen Instituts für orientalische Studien in Jerusalem ergaben, dass es sich um äußerst wertvolle antike Manuskripte handelte, die heute als Schriftrollen vom Toten Meer bekannt sind. Die Forschungen zeigten, dass die Schriftrollen Texte des Alten Testaments enthielten, darunter Fragmente des Buches Jesaja und des Buches Esther. Der Fund erregte großes Interesse bei Wissenschaftlern, die sich Fragen stellten. Warum wurden diese Schriftrollen versteckt? Hat man sie vergessen? Wurden sie absichtlich aufbewahrt? Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass die Schriftrollen von den Essenern, einer jüdischen Sekte, die vom 1. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit an existierte, versteckt wurden, um sie vor der Zerstörung durch die römischen Legionen während deren Invasion in den Jahren 68 bis 70 Jahre nach unserer Zeit zu schützen. Unter den in Qumran gefundenen Fragmenten des Buches Henoch sind die wichtigsten Hinweise in der sogenannten Essener Genesis-Schrift enthalten. Diese enthielten Worte, die an bekannte biblische Passagen erinnerten. Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer löste eine Welle von Fragen aus und veränderte die bisherige Sichtweise auf das Buch Henoch. Die Datierung der Texte ergab, dass sie etwa 200 Jahre vor unserer Zeit niedergeschrieben wurden, was auf frühere mündliche Überlieferungen hinweist. Doch auch heute gibt es Kontroversen um die Schriftrollen und ihre Authentizität. Einige vermuten, sie könnten Fälschungen sein. Zu den wichtigsten Aspekten, die mit Henoch verbunden sind, gehören die ersten Bücher der Menschheit. Ihm wird die Urheberschaft der ältesten Bücher in der Geschichte zugeschrieben, obwohl es in Wirklichkeit eher Schriftrollen waren, auf denen Texte eingraviert wurden. Beschreibungen der Schöpfung und des Weltuntergangs. Die Bücher Henochs enthalten sowohl Berichte über die Erschaffung der Welt als auch Prophezeiungen über deren Ende. Vergleiche mit anderen historischen Figuren. Henoch, der 7. Patriarch in der Genealogie, wird oft mit Emmeduranki verglichen, dem 7. protodynastischen König von Sumer in Sippar, der Stadt des Sonnengottes. Beide sollen geheimes astronomisches Wissen und die Kunst der Zukunftsdeutung erlangt haben. Falls diese Theorien wahr sind, könnten Henoch und Emmeduranki ein und dieselbe Person sein. Ein interessanter Aspekt ist der Vergleich des Henoch zugeschriebenen Kalenders mit dem babylonischen System. Im henochischen Kalender hatte das Jahr 364 Tage, während der babylonische Kalender 365 Tage zählte. Diese Unterschiede werden ebenfalls als Argument gegen die Gleichsetzung dieser beiden Personen angeführt. Das Buch der Wächter, auch bekannt als das Buch der Schutzengel, ist der erste Teil der Bücher Henochs. Obwohl es als Einführung in die gesamte Sammlung dient, weisen Forschungen darauf hin, dass es nicht der älteste Abschnitt ist. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das früheste Werk das astronomische Buch ist, das möglicherweise im 3. oder 4. Jahrhundert vor unserer Zeit entstanden sein könnte. Dies zeigt, dass die Bücher Henoch nicht in der chronologischen Reihenfolge verfasst wurden, die wir heute kennen. Es gibt jedoch eine Theorie, dass ihre Abfassung innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums erfolgte, da auch das Buch der Wächter auf das 3. oder 4. Jahrhundert vor unserer Zeit datiert wird. Die Unterschiede im Entstehungszeitraum der Fragmente des Buches der Wächter deuten darauf hin, dass die ältesten Teile, nämlich die Kapitel 6 bis 11, im 7. Jahrhundert entstanden sind, 5. oder sogar 6. Jahrhundert vor unserer Zeit entstanden sein könnten, während die übrigen Texte im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit verfasst wurden. Die ersten Kapitel des Buches zeichnen sich durch eine Erzählweise aus, die an eine Chronik erinnert, eine Form der Warnung an jene, die sich nicht an die Gebote halten. Ein einleitender Abschnitt des Buches der Wächter lautet: Dies sind die Worte des Segens Henochs, die er sprach, um die Auserwählten zu segnen, die in der Zeit der Bedrängnis leben werden, wenn alle Bösen und Gottlosen entfernt sein werden. Henoch, ein gerechter Mann, dessen Augen von Gott geöffnet wurden, sah die Vision dessen, der heilig ist und im Himmel wohnt. Diese Vision wurde mir durch Engel offenbart. Ich werde meine Gleichnisse über den Auserwählten beginnen. Der heilige Herr wird vom Himmel herabsteigen, die Berge werden beben und die Hügel werden wie Wachs im Feuer schmelzen. Es ist ungewiss, ob diese Worte tatsächlich von Henoch stammen. Sie könnten auch Noach zugeschrieben werden. Dies führt zu Vermutungen über die Existenz eines Buches Noachs, das als apokrypher Text gilt. Einige seiner Passagen könnten den Inhalt des Buches Henoch beeinflusst haben, was durch Fragmente aus den Schriftrollen vom Toten Meer bestätigt wird. Das Buch konzentriert sich auf die gefallenen Engel, genannt die Wächter, die auf die Erde herabgestiegen sind. Es sollen etwa 200 gewesen sein und ihr Kommen hatte schwerwiegende Folgen. Die Engel, fasziniert von der Schönheit der irdischen Frauen, verbanden sich mit ihnen, was zur Geburt von Riesen führte, den sogenannten Nephilim. Diese waren mächtige, aber als gefährlich,
böse und zum Kannibalismus neigende Wesen bekannt. Die Taten der Wächter, wie im Buch beschrieben, führten zu einer Verunreinigung der menschlichen Seelen durch die Sünde, was Gott dazu zwang, die Sintflut zu senden, um die Erde zu reinigen. Das Buch Genesis, Kapitel 6, Vers 4, erwähnt die Riesen. In jenen Tagen lebten auf der Erde Riesen. Und auch danach, als die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen verkehrten und sie ihnen Söhne gebaren. Dies waren die Helden aus der Vorzeit, berühmte Männer. Einige Gelehrte schlagen vor, dass die Nephilim nicht buchstäblich Monster gewesen sein müssen, sondern Wesen mit außergewöhnlicher Stärke und Statur, die den Darstellungen von Engeln ähnelten. Groß, mächtig und muskulös. Wenn man die Hinweise auf die Helden der Vorzeit berücksichtigt, ist es möglich, dass die Nachkommen von Engeln und Menschen als Halbgötter angesehen wurden. Rückkehr zu den Wächtern, den gefallenen Engeln. Man kann vermuten, dass die Quelle des Bösen nicht nur in ihrer fleischlichen Beziehung zu irdischen Frauen lag, sondern auch in der Entscheidung, ihre göttliche Natur zugunsten menschlicher Wünsche aufzugeben. Die Entscheidung, die göttliche Natur für den freien Willen, die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowohl gute als auch schlechte, einzutauschen, deutet darauf hin, dass es gerade diese Entscheidungsfreiheit war, die den Anstoß zur Einführung des Bösen auf Erden gegeben haben könnte. Ein Fragment aus dem Buch der Wächter. Als sich die Menschen auf Erden zu mehren begannen, wurden ihnen Töchter von schöner Gestalt geboren. Die Söhne des Himmels sahen sie, verliebten sich und sagten zueinander: Kommt, wählen wir uns Frauen aus den Töchtern der Menschen und lasst uns mit ihnen Kinder haben. Nach diesem Fragment folgt eine Warnung des Anführers der Wächter, Semeyasa. Semeyasa, ihr Anführer, sagte: Ich fürchte, ihr könntet eure Meinung ändern, und ich allein müsste für diese große Sünde bestraft werden. Doch alle schworen, dass sie ihrem Vorhaben treu bleiben und es umsetzen würden. Dann schworen sie gemeinsam, und es waren 200 von ihnen. Obwohl diese Worte keine bösen Absichten offenbaren, zeigt gerade dieser Abschnitt den Beginn der Sünde auf Erden. Das Problem war nicht die Liebe der Wächter zu den Frauen, sondern die Kinder, die aus diesen Verbindungen hervorgingen, die Nephilim, also die Riesen. Es gibt die Theorie, dass die Wächter keine Wesen mit göttlichen Kräften waren, sondern Wesen aus einer anderen Dimension, die auf die Erde geschickt wurden, um sie zu erforschen. Ihrer Göttlichkeit beraubt, unterwarfen sie sich menschlichen Schwächen und verbreiteten die Sünde. Henoch unterschied zwei Gruppen von Engeln: die Wächter, menschlicher, mit begrenztem Wissen über das Universum und fähig zur Sünde. Seraphim, Cherubim und Hosannim, geistliche Wesen voller Weisheit, in direktem Kontakt mit Gott, deren Aufgabe es war, die spirituelle Harmonie wiederherzustellen. Die Entscheidung der Wächter, auf die Erde hinabzusteigen, wurde als Rebellion interpretiert, die doppelte Folgen hatte: die Einführung der Sünde auf der Erde und die Störung der kosmischen Ordnung. Die Riesen, die aus den Verbindungen der Wächter mit irdischen Frauen hervorgingen, brachten nicht nur Zerstörung, sondern ernährten sich auch von anderen Wesen, einschließlich der Menschen, was die ursprünglichen Prinzipien der Schöpfung verletzte. Ihr Erscheinen war die unmittelbare Ursache für die Sintflut, die die Erde von ihrem Einfluss reinigen sollte. Das Buch der Gleichnisse. Das Buch der Gleichnisse, früher bekannt als das Buch der Giganten, umfasst die Kapitel von 37 bis 71. Durch die englische Übersetzung mit dem Titel The Book of Giants gewann es im Westen an Popularität. Die narrative Struktur dieses Bandes basiert auf Fragmenten, die aus verschiedenen Kulturen stammen, darunter die medische, persische, koptische und parthische Kultur. Die Datierung des Buches der Gleichnisse ist umstritten. Einige Wissenschaftler schreiben seine Entstehung dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeit zu, während andere darauf hinweisen, dass es zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert vor unserer Zeit entstanden sein könnte. Zudem deutet die Anwesenheit von Spuren der parthischen Sprache darauf hin, dass der Text mit den Kulturen zur Zeit der Herrschaft von Herodes 41 Jahre vor unserer Zeit verbunden sein könnte, was die Zuschreibung der Autorschaft an Henoch in Zweifel zieht. Das Buch besteht aus 3 Gleichnissen, die als Visionen von Henoch beschrieben werden. Diese konzentrieren sich auf das Schicksal der Gottlosen, der Sünder und der Gerechten, ähnlich wie in den vorherigen Teilen. Der Anfang des Buches der Gleichnisse enthält Fragmente, die in Frage stellen, ob der Erzähler sich tatsächlich auf Henoch bezieht, was die Möglichkeit nahelegt, dass der Autor eine andere Person war. Das erste Gleichnis: Es handelt von dem Konflikt zwischen den Gerechten, die als die Auserwählten bezeichnet werden, und den Sündern. Die Sünder werden von der Erde entfernt, doch der Autor stellt die Frage, wohin sie gelangen werden. Im Text wird ein System erwähnt, das die menschlichen Taten überwacht. Wahrscheinlich in Form einer symbolischen Waage, die die Handlungen der Menschen beurteilt. Das Gleichnis betont auch die Unumkehrbarkeit des Schicksals der Sünder, was im Widerspruch zu früheren Fragmenten des Buches der Giganten steht. Das zweite Gleichnis: Es konzentriert sich auf den Menschensohn, eine Figur, die der Welt die Geheimnisse der Weisheit bringen wird. In diesem Gleichnis wird die Rolle des Auserwählten bei der Offenbarung göttlicher Wahrheit hervorgehoben. Das dritte Gleichnis:
Es beschreibt den Triumph des Lichts über die Dunkelheit. Die Gerechten werden das ewige Leben erlangen, die Auserwählten werden sich am Glanz der Sonne erfreuen und die Heiligen werden die Geheimnisse der himmlischen Gerechtigkeit erforschen. In diesem Gleichnis treten auch Flüche und Segnungen auf. Das Buch der Giganten beschreibt die Taten der Riesen, nennt ihre Namen und erzählt von dem Tag, an dem sie während der Sintflut umkamen. Es erwähnt auch die Vorahnungen, die einige dieser Wesen hatten. Dieselben Motive tauchen im Buch der Gleichnisse auf, jedoch mit gewissen Unterschieden. Das Buch der Gleichnisse wirkt wie ein eigenständiges Werk, das sich durch eine lineare Erzählstruktur mit Einleitung und Schluss auszeichnet. Dies deutet darauf hin, dass die Person, die am Text des Buches der Giganten gearbeitet hat, ihn möglicherweise in das Buch der Gleichnisse umgewandelt hat, indem sie neue philosophische Elemente hinzufügte, die sich mit der Unsterblichkeit der Seele und dem Schicksal der Gerechten befassen. Die im Buch der Gleichnisse erwähnte zweite Vision Henochs weist darauf hin, dass die Verfasser des Buches der Gleichnisse mit früheren Texten vertraut waren. Der Forscher Josef Milik schlägt vor, dass das Buch der Giganten ursprünglich ein Teil der Henoch-Bücher war, aber durch das Buch der Gleichnisse ersetzt wurde, um die narrative Kohärenz zu wahren. Der Grund könnte die unterschiedliche Herangehensweise an die Möglichkeit der Reue der gefallenen Engel sein. Im Buch der Giganten ist sie möglich, während im Buch der Wächter diese Möglichkeit ausgeschlossen wird. Das Buch der Giganten beschreibt die Nephilim ausführlich, in der Bibel als Gibborim bezeichnet, was mit berühmt und mächtig übersetzt werden kann. Es gibt jedoch unterschiedliche Interpretationen über ihre Herkunft. Einige Quellen legen nahe, dass die Nephilim das Ergebnis von Beziehungen gefallener Engel mit Frauen waren, während andere behaupten, dass sie bereits zuvor existierten. Hebräische Übersetzungen deuten darauf hin, dass Nephilim entweder Riesen oder man die Gefallenen bedeuten könnte. Eine interessante Theorie besagt, dass die Wächter die Fruchtbarkeit von Frauen manipulierten, indem sie nur die Geburt von Töchtern zuließen, was ihrer weiteren Reproduktion diente. Es bleibt jedoch unklar, wie sie dies genau bewerkstelligten, ob sie fortschrittliche Technologie nutzten oder über besondere Kräfte verfügten. Die Riesen hatten Vorahnungen von der kommenden Sintflut. Zum Beispiel, Mawai träumte von einer Tafel, auf der Namen geschrieben standen. Die Tafel wurde ins Wasser getaucht und die meisten Namen wurden weggewaschen, außer einigen wenigen: Noah, Sem, Ham und Japhet. Der Traum wurde als Vorhersage der Sintflut interpretiert, die nur Noah und seine Söhne überleben würden. Oja hatte einen Traum von einem Baum, dessen Wurzeln fast vollständig entfernt wurden, mit Ausnahme von dreien, eine Anspielung auf die 3 Söhne Noahs. Beunruhigt wandten sich die Riesen, darunter Hachja, an Henoch und schickten Mawai in den Himmel, um ihn um Hilfe zu bitten. Henoch antwortete und bestätigte ihre Ängste, indem er ihr Schicksal voraussagte. Gleichzeitig deutete er an, dass Gebete Erleichterung bringen könnten, was auf die Möglichkeit von Reue hinweist. Ein Element, das im Buch der Gleichnisse fehlt: das Buch der Astronomie. Auch bekannt als das Buch der Bewegungen der Lichter des Himmels, ist eines der einzigartigsten Werke, das Henoch zugeschrieben wird. In der Antike wurden Astronomie und Astrologie nicht voneinander unterschieden, sondern als Teil einer gemeinsamen Wissenschaft über das Universum betrachtet. Moderne Forschungen deuten darauf hin, dass das Buch der Astronomie wesentliche Informationen über die Ursprünge der Astronomie sowie über die alte Wahrnehmung des Kalenders und der Bewegungen der Himmelskörper liefert. Henoch beschrieb nicht nur astronomische Phänomene, sondern interpretierte sie auch als Ausdruck der göttlichen Ordnung des Universums. Das Buch der Astronomie wird als eine Sammlung astronomischen Wissens angesehen, die eine Zusammenfassung bestimmter Themen aus den anderen henochischen Büchern darstellt, wobei sein Inhalt eher technisch als erzählerisch erscheint. Die Hauptthemen des Buches der Astronomie: Einführung in das Buch der Lichter des Himmels. Henoch beschreibt, wie der Erzengel Uriel ihm die Gesetze zeigte, die die Bewegung von Sonne und Mond bestimmen. Das Buch enthält Beschreibungen von 6 Toren, durch die diese Himmelskörper ziehen, sowie die Prinzipien ihrer Zyklen, einschließlich Auf- und Untergänge. Die Mondphasen. In diesem Kapitel beschreibt Henoch die Veränderungen der Mondphasen über 14 Tage und ihren Einfluss auf die Zeit und das Licht in der Nacht. Seine Berichte enthalten auch mathematische Details zu Zeitberechnungen. Der Sonnen- und Mondkalender. Henoch stellt ein Zeitmessungssystem vor, nach dem ein Jahr 364 Tage zählt. Er berücksichtigt dabei die Einteilung in 3-jährige, 5-jährige und 8-jährige Zyklen, die sich in der Anzahl der Tage im Mond- und Sonnenkalender unterscheiden. Die Bedeutung der 12 Windtore. Henoch beschreibt 12 Tore, durch die die Winde strömen. 4 von ihnen bringen Segen, während 8 Zerstörung verursachen. Diese Winde beeinflussen das Wetter, klimatische Phänomene und das Schicksal der Menschen. Die Beschreibung der 12 Winde und ihr Einfluss. Jeder Wind hat seine eigenen besonderen Merkmale. Beispielsweise bringt der Nordwind Kälte, während der Südwind Dürren verursacht.
Die Winde werden personifiziert und als Träger des Guten oder des Bösen dargestellt. Die kosmische Geographie: Henoch beschreibt 7 Berge, aus denen Schnee entspringt, sowie 7 Flüsse, die als die größten der Welt gelten. Er erwähnt auch 7 Inseln, die Teil der kosmischen Geographie sind. Die Namen von Sonne und Mond: Henoch gibt die Namen der Himmelskörper an. Die Sonne wird Oreares und Thomas genannt, während der Mond die Namen Asoneia, Ebla oder Benase trägt. Er führt außerdem Begriffe ein, die mit den Zyklen des Neumonds und Vollmonds zusammenhängen. Die Botschaft an seinen Sohn Methuselah: Henoch überliefert sein gesamtes Wissen an seinen Sohn, damit es an zukünftige Generationen weitergegeben wird. Uriel offenbart ihm die Geheimnisse der kosmischen Strukturen und warnt vor falschen Zeitberechnungen. Die Prophezeiung von der Verkürzung der Tage: Henoch sagt voraus, dass in den Zeiten der Sünder die Jahre kürzer werden, die Ernten weniger ertragreich ausfallen und die Erde von Dürren und Strafen heimgesucht wird. Die Tafeln des Himmels: Uriel zeigt Henoch Tafeln, auf denen das Schicksal aller Generationen aufgezeichnet ist. Henoch drückt seine Bewunderung für die göttliche Ordnung aus und wird zurück auf die Erde gesandt, um sein Wissen weiterzugeben. Der im Buch der Astronomie beschriebene Kalender ist ein einzigartiges Zeitsystem, das Henoch laut Überlieferung in einer Vision von Erzengel Uriel erhielt. In dieser Vision erfuhr er, wie Sonne, Mond und Sterne funktionieren und wie sie klimatische Veränderungen sowie den Lauf von Tag und Nacht beeinflussen. Im Gegensatz zum modernen Kalender zählte das Jahr im henochischen System 364 Tage. Henoch behauptete, dass die Menschen oft Fehler bei der Berechnung von Tagen, Jahren und Epochen machen, weshalb Uriel ihm genaue Methoden zur Bestimmung der Zeit zeigte. Die Hauptprinzipien des Kalenders: Das Jahr umfasst 364 Tage. Es ist in 4 Teile unterteilt, von denen jeder 91 Tage umfasst. Jedes Vierteljahr besteht genau aus 13 Wochen, was insgesamt 52 Wochen im Jahr ergibt. Verbindung zur Liturgie: Das 364 Tage umfassende Jahr stellt sicher, dass alle wichtigen liturgischen Feste immer auf denselben Wochentag fallen, was eine bessere Harmonie im religiösen Leben ermöglicht. Bezug zur Kosmologie: Nach Henoch beginnt der Kalender am 4. Tag der Schöpfung, als Sonne, Mond und Sterne erschienen. Genesis, Kapitel 1, Verse 14 bis 19. Mathematische Präzision: Das Jahr ist in 4 gleiche Teile unterteilt, wodurch das Problem eines zusätzlichen Tages im Sonnenkalender 365 Tage oder im Mondkalender 360 Tage vermieden wird. 12-monatige Einteilung: Jedes Vierteljahr besteht aus 3 Monaten, von denen jeder 30 oder 31 Tage zählt, was insgesamt genau 364 Tage ergibt. Henoch betont, dass sein Kalender sich von anderen unterscheidet, wie dem pharisäischen Kalender, der auf einem Mondzyklus von 360 Tagen basiert, oder dem sadduzäischen Kalender, der das Sonnenjahr mit 365 Tagen verwendet. Der Kalender Henochs sollte näher an der göttlichen Ordnung und dem Rhythmus des Kosmos sein. Die Zahl 364 galt als ideal, da sie ein Vielfaches von 7 ist. Das System Henochs hatte nicht nur eine religiöse, sondern auch eine praktische Bedeutung. Die Essener, die in Qumran lebten, verwendeten einen ähnlichen Kalender, was darauf hindeutet, dass dieses System in bestimmten religiösen Kreisen verbreitet war. In Genesis Kapitel 7 lesen wir von den genauen Tagen, an denen die Sintflut begann und endete. Noah war 600 Jahre alt, als am 17. Tag des 2. Monats die große Flut begann. Die Sintflut dauerte das Äquivalent von 12 vollständigen Mondzyklen, Lunationen, plus 10 Tagen, was dem Kalender Henochs entspricht. Das Buch der Träume, auch bekannt als das Buch der Gleichnisse, entstand zwischen dem Jahr 166 und dem Jahr 160 Jahre vor unserer Zeit, während des Konflikts zwischen den Makkabäern und den Seleukiden. Es enthält 2 apokalyptische Visionen, die Henoch im Traum hatte, als er sich in der Gegenwart seines Großvaters Mahalalel befand. Das Buch erzählt von der Zerstörung der Erde, was sich möglicherweise auf die Sintflut bezieht. Es präsentiert eine kosmische Geschichte, die mit den Erzählungen aus dem Buch Genesis verbunden ist. Im Gegensatz zu anderen apokalyptischen Texten sind Henochs Visionen keine sichere Prophezeiung, sondern eine Warnung vor den Folgen der Sünden der Menschheit. Diese Visionen richten sich an einen bestimmten Empfänger, Henochs Sohn, Methuselah. Sequenz 1: Die Vision von 2 Kälbern. Henoch sieht eine weiße Kuh, ein Kalb und ein schwarzes Kalb, das ein rotes Kalb schlägt und dann verschwindet. Aus dem schwarzen Kalb und der Kuh werden Tiere geboren, die dem schwarzen Kalb ähneln. Interpretationen dieser Passage deuten auf Folgendes hin: Kain und Abel, die den Konflikt zwischen Gut und Böse symbolisieren. Adam und Eva als die ersten Menschen. Verweise auf uralte Völker wie den Cro-Magnon-Menschen. Sequenz 2: Die Verbindung der Kuh mit dem Stier. Henoch beschreibt die Geburt eines weißen Stiers, gefolgt von zahlreichen schwarzen Stieren und Kühen. Aus dem weißen Stier entstehen weitere weiße Tiere,
In dieser Vision erscheint ein Stern, der vom Himmel fällt und Chaos unter den Tieren auslöst. Interpretationen weisen darauf hin, dass Adam und Eva als Vorfahren der ersten Generationen von Menschen symbolisiert werden. Sequenz 3: Gefallene Sterne und die Geburt von Ungeheuern. Sterne fallen vom Himmel, vermischen sich mit dem Vieh und befruchten die Kühe, aus denen Elefanten, Kamele und Esel geboren werden. Diese Tiere richten Verwüstung an, was die Ankunft der Wächter, der gefallenen Engel und die Geburt der Riesen Nephilim symbolisiert. Sequenz 4: 4 weiße Wesen und der Turm. 4 weiße Wesen, die mit den Erzengeln Michael, Gabriel, Raphael und Uriel identifiziert werden, erscheinen, um gegen die Sterne und die Ungeheuer zu kämpfen. Der Bau eines Turms könnte sich auf den Turm von Babel beziehen, der das Chaos und die Zerstreuung der Menschheit symbolisiert. Sequenz 5: Die Sintflut und die Arche Noahs. Henoch sieht einen weißen Stier, der zum Menschen wird und die Arche baut. Die Sintflut zerstört die Erde, doch die Arche rettet 3 Stiere, die Söhne Noahs. Einen weißen, einen roten und einen schwarzen, die Sem, Ham und Japhet symbolisieren. Sequenz 6: Der Wiederaufbau der Welt. Nach der Sintflut wird die Erde von verschiedenen Tieren bevölkert, die neue Nationen repräsentieren. Unter ihnen erscheint ein weißer Stier, der einen neuen Anführer symbolisiert, der die Menschen vereinen wird. Sequenz 7: Der Kampf zwischen den Nationen. Gott bestraft die Nationen, die die Schafe Israel verfolgen. In dieser Vision erscheint eine Szene, die an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnert, bei der die Schafe durch das Wasser gehen, um das gelobte Land zu erreichen. Sequenz 8: Die Geschichte Israels. Die Schafe repräsentieren Israel, während andere Tiere wie Hunde, Füchse und Wildschweine feindliche Nationen symbolisieren, darunter die Philister und Amalekiter. Henoch beschreibt die Kämpfe zwischen den Völkern bis zur Zeit Salomos und dem Bau des Tempels. Sequenz 9: Der Untergang Israels. Die Schafe Israel wenden sich von Gott ab, begehen Sünden und frönen dem Götzendienst. Gott sendet Propheten, um das Volk zu ermahnen, doch die Nationen werden wilden Tieren überlassen. Sequenz 10: Die endgültige Erlösung. Henoch sieht einen weißen Stier mit großen Hörnern, der den Frieden auf der Erde wiederherstellt. Alle Tiere verwandeln sich in weiße Stiere, was die Erneuerung der Welt symbolisiert. Der Brief Henochs ist der 5. und letzte Teil des ersten Henoch-Buches und wird auf ungefähr 150 Jahre vor unserer Zeit datiert, also in die Zeit des Zweiten Tempels. Dieser Text stellt den Patriarchen Henoch dar, der sich an seinen Sohn Methuselach wendet und über das Verhältnis zwischen dem Bösen und der Gerechtigkeit sowie über die Ankündigung des kommenden messianischen Königreichs spricht. Obwohl der Text als Brief bezeichnet wird, ähnelt seine Form eher prophetischen Weissagungen als einem traditionellen Brief. Das zentrale Thema des Textes ist eine prophetische Vision der Wochen, die verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte symbolisieren. Die erste Woche, die Zeit der Schöpfung und das Fehlen von Gerechtigkeit. Die zweite Woche, die Sintflut, deren Folgen keine dauerhafte Gerechtigkeit brachten. Die dritte Woche, die Erwählung eines Mannes zur Verbreitung der Gerechtigkeit, identifiziert als Abraham. Die vierte Woche, Visionen über zukünftige Generationen, darunter die Geschichte Moses. Die fünfte Woche, der Bau des Tempels, zugeschrieben Salomo. Die sechste Woche, die Rückkehr der Sünde und die Ankündigung Elias. Die siebte Woche, die größte Ausbreitung des Bösen, aber auch die Belohnung der Gerechten. Die achte und folgende Wochen, die Wiederherstellung der Gerechtigkeit, der Bau eines Hauses für den großen König, Tempel, das Gericht über die Engel, die gefallenen Wächter sowie das Kommen der ewigen Gerechtigkeit. Nach dem Abschluss des Briefes Henochs konzentriert sich die Erzählung auf Lamech, den Enkel Henochs. Lamech, der Sohn Methuselachs, wird Vater eines Kindes, dessen Aussehen Verwunderung und Furcht hervorruft. Noah, wie Henoch ihn zu nennen empfiehlt, zeichnet sich durch außergewöhnlich weiße und rote Haut aus, Haare, die Wolle ähneln und Augen, die leuchten wie die Sonne. Darüber hinaus spricht das Kind unmittelbar nach der Geburt zu Gott, was Lamech erschreckt, der glaubt, dass Noah den Engeln ähnlicher sei als den Menschen. Lamech, unsicher über die Bedeutung dieser Zeichen, wendet sich an seinen Vater Methuselach, der beschließt, Henoch um Rat zu fragen. Die Begegnung findet am Rand der Welt statt, wo Henoch offenbart, dass die Geburt Noahs bereits in seinen Visionen vorhergesagt wurde. Henoch erinnert Methuselach an die Sünde der Wächter, die gegen die göttlichen Gesetze verstoßen hatten, indem sie sich mit menschlichen Frauen vereinten. Dies führte zur Geburt der Riesen und zur Verbreitung des Bösen auf der Erde. Henoch prophezeit, dass Noah zusammen mit seinen 3 Söhnen der einzige Überlebende der kommenden Katastrophe sein wird.
Die Sintflut soll die Welt von der Sünde reinigen und eine neue Ära einleiten. Gleichzeitig offenbart Henoch, dass die Menschheit trotz dieser Erneuerung erneut in Sünde verfallen wird, bis schließlich eine Generation entsteht, die auf Gerechtigkeit und Güte gegründet ist. Das Buch der Geheimnisse Henochs, auch bekannt als das slawische Henoch-Buch oder die slawische Offenbarung Henochs, wurde es ursprünglich im 1. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit in Palästina auf Griechisch verfasst. Heutzutage stützen sich alle Untersuchungen auf eine mittelalterliche Handschrift dieses Textes in slawischer Sprache, die im 11. Jahrhundert entstand, lange nach der Niederschrift des ersten Henoch-Buchs in Mazedonien. Es gibt zwei Hypothesen über die Urheberschaft und die Originalsprache des Textes. Die erste Hypothese besagt, dass der Text das Werk eines alexandrinischen Juden aus dem 1. Jahrhundert Jahre nach unserer Zeit in hebräischer Sprache gewesen sein könnte. Die zweite Hypothese geht davon aus, dass der Autor ein griechischer Mönch aus dem 9. oder 10. Jahrhundert war. Im Gegensatz zum ersten Henoch-Buch präsentiert die slawische Version eine geordnete himmlische Hierarchie. Die Hauptthemen des Buches der Geheimnisse Henochs umfassen: die Gestalt des Priesterkönigs Melchisedek, Henochs Reise in den Himmel, Henochs Verwandlung in den Erzengel Metatron, vollzogen durch Gott, die Mystik der jüdischen Merkaba und Hekalot-Literatur. Die Gestalt des Priesterkönigs Melchisedek. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Er wird in 5 Kapiteln des Buches der Geheimnisse Henochs erwähnt, von Kapitel 69 bis Kapitel 73. Dieser Abschnitt des Textes war aus mehreren Gründen Gegenstand vieler Diskussionen. Es wird angenommen, dass er später hinzugefügt wurde. Die Frage stellt sich, wer genau ist dieser Melchisedek? Nach einer Hypothese könnte diese Figur mit Sem, dem Sohn Noahs, in der jüdischen Tradition identifiziert werden. In der jüdisch-christlichen Kultur erscheint Melchisedek als eine aus einer Jungfrau geborene Person, was an die Symbolik des Messias erinnert. In den offiziellen biblischen Traditionen wird Melchisedek als Priesterkönig von Salem beschrieben, das mit Jerusalem identifiziert wird. Er wird als eine Person dargestellt, die dem höchsten Gott geweiht ist, bekannt als El Elyon, der Gott Abrahams. In dem Buch Genesis, Kapitel 14, Vers 22, wird ein Ereignis erwähnt, das an die Eucharistie erinnert. Nach Abrahams Sieg über seine Feinde bringt Melchisedek Brot und Wein dar, um es Gott als Opfer zu weihen, und segnet Abraham. Als Antwort darauf gibt Abraham ihm den Zehnten von allem, was er besitzt. Der Brief an die Hebräer erwähnt Melchisedek als eine Person ohne Vorfahren, ohne Abstammung, was auf sein ewiges Priestertum hinweist. Interpretationen legen nahe, dass diese Figur eine Vorankündigung des Messias ist, des ewigen Priesters, der weder Anfang noch Ende hat. Im Buch der Geheimnisse Henochs wird eine andere Geschichte über die Geburt Melchisedeks erzählt. Soponim, die Frau von Nir, dem Bruder Noahs, konnte viele Jahre lang keine Kinder bekommen. Eines Tages wurde sie auf mysteriöse Weise schwanger, ohne dass ihr Ehemann beteiligt war. Nir, der diese Situation nicht verstand, geriet in Panik und beschloss, sich zu verstecken. Soponim gestand ihm, dass auch sie nicht verstand, wie diese Schwangerschaft zustande gekommen war. Nir glaubte ihr nicht, wies sie zurück. Und während des Gesprächs starb Soponim plötzlich. Als Nir Noah über diese ungewöhnliche Situation informierte, beschlossen sie, Soponims Leichnam in einem geheimen Grab zu verbergen. Dann geschah etwas Unerwartetes. Das Kind, das Soponim trug, wurde neben ihrem toten Körper geboren. Es war ein außergewöhnliches Kind, das das Zeichen des Priestertums trug und auf den Herrn hinwies. Nir und Noah erkannten, dass das Kind direkt von Gott kam und beschlossen, sich um es zu kümmern. Der Junge wurde in priesterliche Gewänder gekleidet und mit geweihtem Brot ernährt. Man gab ihm den Namen Melchisedek. Um das Kind zu schützen, hielten Nir und Noah seine Geburt geheim. Nir betete zu Gott und bat um Anweisungen, wie er das Kind am besten vor den Gefahren der Welt bewahren könne. In einer göttlichen Vision offenbarte der Herr ihm, dass Melchisedek durch den Erzengel Michael gerettet werden würde, der ihn in das Paradies Eden bringen würde, wo er vor der bevorstehenden Zerstörung der Welt, wahrscheinlich der Sintflut, geschützt sein würde. Nach der Zerstörung der Welt sollte Melchisedek das Oberhaupt des Priestertums der neuen Generation werden. Das Buch der Geheimnisse beschreibt die 7 Himmel, die Henoch besuchte, wie folgt. Erster Himmel. Henoch begegnet 2 Männern mit leuchtenden Gesichtern und goldenen Flügeln, die zu ihm kommen, während er ruht. Diese Männer, von Gott gesandt, führen ihn zu den Herren der Sternenordnungen, die ihm die Bewegung der Sterne sowie die Geheimnisse der himmlischen Konstellationen zeigen. Zweiter Himmel. Henoch sieht Engel, die in Trauer versunken sind, bestraft für ihren Ungehorsam gegenüber den göttlichen Geboten. Sie flehen Henoch an, für sie bei Gott einzutreten, was in ihm tiefes Mitgefühl weckt. Dritter Himmel. Hier befinden sich sowohl das Paradies als auch die Hölle. Das Paradies wird als Garten von unvergleichlicher Schönheit beschrieben, erfüllt von duftenden Bäumen und Früchten. In seiner Mitte steht der Baum des Lebens,
aus dem Ströme von Honig, Milch, Öl und Wein fließen. Das Paradies ist für die Gerechten bestimmt, die Ungerechtigkeit gemieden und Mitgefühl für die Schwachen gezeigt haben. Henoch erblickt auch die Hölle, einen Ort des Leidens, des Feuers und des Eises, der für Sünder und jene bestimmt ist, die den Schöpfer nicht geehrt haben. 4. Himmel. Henoch beobachtet die zyklische Bewegung der Sonne und des Mondes. Die Sonne, heller als der Mond, symbolisiert die göttliche Ordnung und die Uhren der Zeit. Henoch lernt, wie die Mondzyklen berechnet werden. 5. Himmel. Er begegnet den Grigori, Engeln, die sich gegen Gott auflehnten, indem sie sich mit Frauen verbanden. Henoch ruft sie zur Buße und zur Rückkehr in den Dienst Gottes auf. Die Engel nehmen seine Worte an und ordnen sich in 4 Reihen am Himmel auf. 6. Himmel. Henoch sieht Engel, die andere himmlische Wesen lehren, wie man die Welt, die Sterne und die Jahreszeiten verwaltet. 7 von ihnen schreiben vor Gott das Schicksal der Geschöpfe auf und überwachen die Harmonie des Universums. 7. Himmel. Henoch wird von Erzengel Gabriel vor das Angesicht Gottes geführt. Michael nimmt ihm seine irdische Kleidung ab, salbt ihn mit göttlichem Öl und bekleidet ihn mit Gewändern der Herrlichkeit. Henoch nimmt eine engelhafte Gestalt an und wird zur linken Seite Gottes gestellt. Anschließend übergibt Erzengel Uriel Henoch das Wissen, das er in 360 Büchern für seine Nachkommen aufschreibt. Gott offenbart Henoch die Geheimnisse der Schöpfung und befiehlt ihm, sein Wissen in Büchern niederzuschreiben, die an zukünftige Generationen weitergegeben werden sollen. Er beschreibt, wie die Welt aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare geschaffen wurde. Henoch erfährt, dass das Licht aus der Dunkelheit hervorging und die Schöpfung einleitete. Die Materie von der Leere getrennt wurde und die Grundlage der Welt bildete. Die Dunkelheit unter dem Licht verankert wurde, wodurch ein Kontrast zwischen Licht und Finsternis entstand. Die Erde vom Wasser getrennt wurde, wodurch eine Grenze zwischen ihnen entstand. Die Sonne, der Mond und die Sterne erschaffen wurden, ebenso wie die Engel, Cherubim, Seraphim und Ophanim. Gott die Pflanzen, die Tiere und schließlich den Menschen schuf. Nach der Offenbarung dieses Wissens sagt Gott zu Henoch, dass er 30 Tage Zeit habe, um das Gelernte weiterzugeben, bevor er in den Himmel zurückkehrt. Henoch wurde, ähnlich wie der Prophet Elias, in den Himmel entrückt, wo er zum Erzengel Sandalphon wurde. Die Verwandlung Henochs in den Erzengel Metatron erscheint im 3. Buch Henoch, bekannt auch als Sefer Hekalot oder Buch der himmlischen Paläste. In diesem Text wird die Verwandlung Henochs in den Erzengel Metatron beschrieben, sowie die Verleihung des Titels Sahapanim, Fürst des Angesichts. Forscher haben festgestellt, dass der Name Metatron in der Literatur in 2 unterschiedlichen Formen vorkommt, mit 6 oder 7 Buchstaben geschrieben. Die 6 Buchstaben umfassende Form bezieht sich auf Henoch, während die 7-buchstabige Version den sogenannten ursprünglichen Metatron meint. Metatron wird in der jüdischen Literatur oft als der höchste Engel interpretiert, der als Hüter des göttlichen Thrones fungiert, was seinen außergewöhnlichen Status unterstreicht. Interessanterweise unterscheiden sich die Namen Metatron und Sandalphon von typischen Engelsnamen, da sie nicht die Endung El enthalten, welche Gott bedeutet. Laut Forschern hängt dies mit der menschlichen Herkunft dieser Erzengel zusammen. Beide wurden wegen ihres gerechten Lebens auf Erden in den Himmel erhoben. Die Geschichte Henochs wird in zahlreichen Texten dargestellt, wobei jeder Text unterschiedliche Details seiner Verwandlung beschreibt. Im Buch der Geheimnisse Henochs begleiten ihn die Engel Semael und Raziel, welche ihn in den Himmel führen. Dort tritt Henoch vor Gott und wird in ein himmlisches Wesen verwandelt. Der Erzengel Michael salbt ihn mit Öl, das wie die Strahlen der Sonne glänzt und nach Myrrhe duftet. Nach der Verwandlung bemerkt Henoch, dass er eine Engelsgestalt angenommen hat, was den Höhepunkt seiner Reise darstellt. Die Merkava oder Merkaba, auch bekannt als Thronmystik oder himmlischer Wagen, bedeutet göttlicher Wagen. Es handelt sich hierbei um eine fortgeschrittene Form der Meditation, die auf Schwingungen basiert und dem Geist ermöglicht, höhere Ebenen der Spiritualität zu erreichen. Obwohl die Merkava nicht unmittelbar aus den Henoch-Büchern stammt, werden ihre Ursprünge auf die Mischna zurückgeführt, einen althebräischen Text, der von Yehuda Hanassi ungefähr 200 Jahre nach unserer Zeit veröffentlicht wurde. Die Inspiration zur Merkava stammt aus den Visionen des Propheten Ezechiel, welche in seinem Buch beschrieben sind und in denen ein göttlicher Wagen dargestellt wurde. Die Mystiker glaubten, diese Beschreibungen enthielten verborgene Bedeutungen und Geometrien, welche mit der göttlichen Gegenwart verbunden sind. Im 1. Kapitel des Buches des Propheten Ezechiel wird die Vision des Wagens beschrieben, die am Fluss Kebar stattfand. Der Prophet Ezechiel sah, wie sich der Himmel mit großem Lärm und Blitzen öffnete, aus dem außergewöhnliche Wesen hervortraten. Dabei handelte es sich um 4 anthropomorphe Gestalten,
jede mit 4 Gesichtern und 4 Flügeln. Merkmale dieser Wesen: Ihre Beine erinnerten an glänzende bronzefarbene Kalbshufe. Unter ihren Flügeln befanden sich menschliche Hände. Ihre Gesichter ähnelten menschlichen Gesichtern, doch an den Seiten hatten sie die Züge eines Löwen rechts und eines Adlers links. Sie bewegten sich synchron und drehten sich beim Gehen nicht um. Dabei wurden sie von Rädern begleitet, die sich ebenfalls mit ihren Bewegungen abstimmten. Ezechiel bemerkte, dass der Geist dieser Wesen in den Rädern wohnte, die sich harmonisch gemeinsam mit ihnen bewegten. Ihre ausgebreiteten Flügel verursachten ein Geräusch, das dem Donner ähnelte. Über diesen Wesen erschien eine strahlende humanoide Gestalt, die sich deutlich vor den Wolken abhob und als Herrlichkeit des Herrn erkannt wurde. Im Laufe der Zeit entwickelten sich verschiedene Interpretationen dieser Vision, darunter beispielsweise Zanei Merkauer bezieht sich auf Visionen des Wagens, Hadrei Merkauer bezieht sich auf Teile des Wagens. Forschungen an den Schriftrollen von Qumran enthüllten Fragmente, in denen Engel beschrieben wurden, die die Konstruktion des Wagenthrons lobpriesen. Drittes Henoch-Buch. Das dritte Henoch-Buch ist ein apokalyptischer Text, auch bekannt als die hebräische Henoch-Apokalypse, die Rabbi Ismael ben Elisha zugeschrieben wird, einem Gelehrten, der sich mit rabbinischen Texten beschäftigte und aufgrund seiner asketischen Visionen zum Hohepriester gewählt wurde. Rabbi Ismael gilt als einer der Meister der Merkavah-Tradition. Dieses Buch, erfüllt von mystischen Elementen, gehört zur Hekalot-Literatur, Literatur der himmlischen Paläste, und zur Gattung Merkavah. Charakteristisch für die Hekalot-Literatur sind Erzählungen von Reisen des Visionärs durch himmlische Paläste, während sich die Merkavah-Visionen und Erzählungen auf den Thron der Herrlichkeit und den göttlichen Wagen konzentrieren. Das Buch ist in mehrere Teile gegliedert. Die ersten beiden Teile beschreiben Rabbi Ismael ben Elisha seine Himmelfahrt und den Kontakt mit Metatron, dem verwandelten Henoch. Der dritte Teil ist den Engeln gewidmet. Der vierte Teil beschreibt das Paradies. Das Buch beginnt mit der Erzählung der Himmelfahrt von Rabbi Ismael. Er durchquert 6 Paläste und erreicht schließlich den 7. Palast, wo er zu Gott betet, ihn als Herrn der Welt anspricht und Furcht vor einigen Engeln, insbesondere vor Kassiel, empfindet. Gott antwortet auf sein Gebet, indem er Metatron schickt, der ihn zur Merkavah und zum Zelt der Shechina führt. Metatron erklärt Rabbi Ismael, dass sein Name Naar, Jüngling, auf sein junges Alter im Vergleich zu den anderen Engeln zurückzuführen sei. Metatron, der verwandelte Henoch, berichtet Rabbi Ismael von seiner eigenen Transformation, welche Gott nach den Sünden der Menschen und dem Fall der Engel, Uza, Azza und Azael, eingeleitet hatte. Diese 3 Engel glaubten nicht, dass ein Mensch in den Himmel erhoben werden könne, doch Gott bewies, dass Henoch als gerechter Mensch diese Ehre verdient hatte. Metatron erzählt weiter, wie Henoch durch den Engel Anaphil auf einem feurigen Wagen in den Himmel emporgehoben wurde. Im Himmel wurde Henoch in Kleider aus Licht gehüllt und sein Haupt schmückte eine Krone aus 49 Edelsteinen, die die höchste Sphäre Keter in der Kabbala symbolisieren. Metatron erhielt zudem 72 Flügel und 365 Augen, was auf kosmologische Symbolik verweist. Henoch Metatron erhielt den Titel YHWH Minor, kleiner Jahwe, und auf seiner Krone waren feurige Buchstaben eingraviert, welche die Erschaffung von Himmel und Erde darstellten. Diese Szene löste Furcht unter den himmlischen Fürsten aus, darunter Samael, dem Fürsten der Ankläger. In der abschließenden Phase seiner Verwandlung trat Metatron vor die Herrscher der Welt und die Engel, die sich vor ihm verneigten. Unter ihnen befanden sich Gavriel, Barachiel, Raguel, Barakiel, Zakiel, Usitel, Zafkiel, Ramitel, Retaschiel, Sachiel, Metariel, Shamsiel, Leilitel, Galgaliel, Ophaniel, Kokabiel sowie Raziel. In der 5. Phase seiner Transformation stand Henoch in Feuer und Flammen und seine Augen verwandelten sich in Blitze. Dies war der entscheidende Moment seiner Wandlung vom Menschen in den Erzengel Metatron, der seine vollständige Erhebung in die göttlichen Hierarchien symbolisierte. Die Sephirot und die Merkaba führen das Konzept der Engelshierarchien in einer geometrischen Darstellung ein, die auf der Zahl 10 und der Struktur des Lebensbaums basiert. Die 10 Sephirot, auch Sphären, symbolisieren die ursprünglichen Emanationen der Göttlichkeit. Sie sind die Werkzeuge Gottes, mit denen das Universum erschaffen wurde. Der Name Sephirot bedeutet Zahlen, doch in Wirklichkeit sind sie weit mehr als das. Sie sind Lichtstrahlen, Intelligenzen und göttliche Eigenschaften wie Krone, Weisheit, Intelligenz, Schönheit, Liebe, Gerechtigkeit, Fundament, Triumph, Herrlichkeit und Königreich. Aus diesen Elementen entsteht der Baum der Emanationen, auch als Lebensbaum bekannt, der umgekehrt wächst, sowohl nach unten als auch nach oben. Seine rechte und linke Seite symbolisieren das männliche und das weibliche Prinzip. Die 10 Sephirot
sind durch 22 Linien verbunden, die zusammen die 32 Pfade der Weisheit bilden. Die Struktur des Lebensbaums umfasst 3 Hauptsäulen: die rechte, Barmherzigkeit, die linke, Strenge und die mittlere, Harmonie. Jede der Sephirot hat Engel zugewiesen, die bestimmte Rollen erfüllen. Keter, Krone, Chayot, die Wesen, die Gott am nächsten stehen. Chokma, Weisheit, Ophanim, die Räder des göttlichen Thrones. Binah, Verstand. Aralim, der Punkt der Emanation göttlicher Energie. Chesed, Barmherzigkeit. Chasmalim, sie bringen Freude und Fülle. Gewura, Stärke. Seraphim, feurige Schlangen, die Disziplin bringen. Tiferet, Schönheit. Melekim, die Könige der Balance. Netzach, Triumph. Elohim, sie inspirieren Menschen auf dem spirituellen Pfad. Hod, Herrlichkeit. Beni Elohim, die Kinder Gottes, die die Suche nach Wissen unterstützen. Jesod, Fundament. Cherubim, sie verbinden die physische mit der spirituellen Welt. Malkut, Königreich. Ashim, feurige Seelen, die die physische Welt stärken. In der Struktur der Sephirot existieren neben den göttlichen Emanationen auch die Qlīphot, die als unreine Geister bezeichnet werden. Die Qlīphot sind keine klassischen Dämonen, doch ihre Aufgabe besteht darin, das Gute und das Gleichgewicht in der kosmischen Ordnung zu stören. Keter, Taumil, ihr Ziel ist es, die Einheit der Krone zu stören. Sie werden als 2 geflügelte Köpfe dargestellt. Chokma, Chogil, was Chobit störend bedeutet. Ihre visuelle Darstellung sind 2 Riesen, die mit Schlangen bedeckt sind. Binah, Satariel, was verbergen bedeutet. Ihr Bild ist ein großer verhüllter Kopf mit Hörnern. Chesed, Ga'a-Shekela, ihr Name bedeutet Zerstörer des Gleichgewichts. Sie werden als Riesen mit katzenähnlichen Köpfen dargestellt. Gewura, Golachab, was brennend bedeutet. Sie erscheinen als Wesen mit Köpfen, aus denen Lava und Rauch austreten. Tiferet, Tageriron, ihr Name bedeutet kämpfend. Sie werden visuell als 2 Riesen im Kampf dargestellt. Netzach, Oreb-Zarak, bekannt als Raben der Zerstreuung. Ihr Bild zeigt Raben, die um einen Vulkankrater kreisen. Hod, Samael, ihr Name bedeutet Lüge. Sie werden als Monster mit hundeartigen Gesichtern dargestellt. Yesod, Gamaliel, war Fabnan Unanständigkeit oder Zügellosigkeit bedeutet. Sie erscheinen als Wesen mit Köpfen, die in 2 Teile geteilt sind. Eine menschliche Hälfte und eine, die einem Stier ähnelt. Malkut. Die der Sephira zugeordnete Qlīpha ist Lilith, ein Dämon mit Affenzügen. Die Qlīphot werden oft als Kräfte betrachtet, die der göttlichen Harmonie entgegenwirken. Ihre Existenz erinnert an den dualistischen Charakter des Universums, in dem jedes Licht seinen eigenen Schatten hat. Erzengel, Engel und Dämonen. Die henochische Literatur ist reich an Figuren, die sich an der Grenze zwischen Mythologie und Geschichte befinden und um die im Laufe der Jahre viele Erzählungen und Interpretationen entstanden sind. Sowohl historische als auch fantastische. Dies betrifft Engel und Dämonen, von denen jeder seine eigene, einzigartige Geschichte hat. Die henochischen Texte haben einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Konzepte von Engeln und Dämonen geleistet, indem sie diese in verschiedenen Kulturen beschrieben haben, manchmal unter unterschiedlichen Namen, aber mit klaren Ähnlichkeiten. Engel. In alten Sprachen wie dem lateinischen Angelus, dem griechischen Angelos oder dem hebräischen Malach bedeutete dieses Wort Bote. Im antiken Persien bezog sich der Begriff Angaro auf den Boten des Herrschers, der seine Befehle übermittelte. Genau diese Rolle als Bote bildete die Grundlage für die spätere religiöse Bedeutung von Engeln als göttliche Gesandte. Dämon. Der Begriff stammt vom griechischen Daimon oder Daimonion, was eine göttliche oder übernatürliche Wesenheit bedeutete. Im antiken Griechenland hatte dieser Begriff verschiedene Konnotationen, von neutralen bis hin zu positiven, wie guter Geist oder spiritueller Führer. Erst später in der christlichen Tradition erhielt der Dämon eine negative Bedeutung und wurde zu einem Wesen, das die Menschen in ihrer spirituellen Entwicklung behindert. Auch in anderen Kulturen finden sich Hinweise auf diese Wesen. In der Ilias von Homer bezog sich Daimon auf die olympischen Götter, während es in der Odyssee ein neutrales, übernatürliches Element war. In den Werken von Hesiod waren Daimones unsterbliche Menschen aus dem goldenen Zeitalter, die nach ihrem Niedergang zu Beschützern und Wohltätern der Menschheit wurden. Sokrates setzte den Daimon mit dem Gewissen gleich, einer inneren Stimme, die zu richtigen Handlungen führte. Im Orphismus war der Daimon mit der Seele verbunden, die aufgrund von Sünden im Körper gefangen war. In der babylonischen Kultur gab es göttliche Wesen, die als Beschützer und Mittler zwischen Menschen und Göttern fungierten. Bekannt waren auch geflügelte Stiere, die Tempelzugänge bewachten und die Menschen vor Dämonen schützten. Im Mazdaismus
eine Religion, die von den Lehren des Propheten Zarathustra inspiriert wurde, entwickelte sich ein Engelkonzept, das dem heutigen sehr ähnlich ist. Ahura Mazda, die Hauptgottheit des Mazdaismus, hatte zwei Gegenspieler: Angra Mainyu, den Geist des Bösen, und Spenta Mainyu, den Geist des Guten. So entstand die Vorstellung eines dualistischen Kampfes zwischen Gut und Böse. In der henochischen Literatur sind die Hierarchien der Engel in viele Ebenen unterteilt, die den verschiedenen Himmeln entsprechen, vom ersten bis zum letzten, der als der höchste gilt. Im 9. Kapitel des ersten Buches Henoch beobachten die Erzengel Michael, Gabriel, Raphael, auch bekannt als Suriel, und Uriel das Chaos auf der Erde, das durch die Handlungen von Azazel und Semjasa verursacht wurde. Azazel offenbarte den Menschen die Geheimnisse der Welt, während Semjasa sie in Zauberei unterwies und sich mit Frauen verband. Die Erzengel informieren Gott über die Geschehnisse und bitten um Anweisungen, wie sie handeln sollen. Im 10. Kapitel stellt Gott einen Plan vor. Asjalior wird ausgesandt, um Noach vor der bevorstehenden Sintflut zu warnen und ihm zu befehlen, sich zu verstecken. Raphael soll Azazels Hände und Füße binden, ihn in die Dunkelheit werfen und verkünden, dass trotz der Fehler der Wächter einige Menschen gerettet werden. Gabriel soll einen Konflikt zwischen den Riesen entfachen, damit sie sich gegenseitig vernichten. Michael erhält den Auftrag, Semjasa vor der Strafe für seine Taten zu warnen und die Erde von Gewalt zu reinigen. In den Kapiteln 20 und 40 werden die Rollen der heiligen Engel beschrieben, die Henoch auf seiner Reise durch die Himmel begegnet sind. Michael, der Engel des Mitgefühls und der Geduld. Er symbolisiert Sanftmut und Gerechtigkeit. Uriel, der Engel des Donners und des Zitterns. Nach einigen Quellen der Wächter der Tore des Paradieses. Gabriel, Herrscher über die Cherubim, die Schlangen und die Mächte, spielt auch die Rolle eines Vermittlers. Raphael, der Engel der menschlichen Geister, kümmert sich um das Leid der Menschen und ihre Beziehungen. Im 54. Kapitel erhalten Michael, Raphael, Gabriel und Phanuel den Befehl, die gefallenen Engel während der Sintflut zu vernichten, indem sie in den Feuerofen werfen. Weitere Engel, die im ersten Buch Henoch erwähnt werden: Raguel, Rächer der Welt und der Lichter, auch bekannt als Mundfreund Gottes, verantwortlich für Harmonie und Gerechtigkeit. Er begleitet Henoch auf seiner Reise durch die Himmel. Sarakael, Sarachiel, der Engel der Geister, dessen Name Gott befiehlt bedeutet. Die 7 Erzengel, Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Phanuel, Raguel und Sarakael, bilden das Muster der 7 Erzengel. Im 69. Kapitel werden die höchsten Engel unter den gefallenen Wächtern genannt. Jekun, Anführer der Rebellen, der die Engel dazu verleitete, zur Erde hinabzusteigen und sich mit menschlichen Frauen zu verbinden. Aspel, er riet den Engeln, sich den Menschen körperlich zu nähern. Gadriel, er zeigte Eva die verbotene Frucht und lehrte die Menschen den Umgang mit Waffen. Penemu, er unterrichtete die Menschen in Wissenschaften, der Kunst des Schreibens und der Unterscheidung zwischen süß und bitter. Kastea, er brachte den Männern bei, wie man Abtreibungen durchführt. Im selben Kapitel werden auch die Namen der 200 gefallenen Engel aufgelistet. Astikifa, Amen, Kakabael, Turiel, Rumeyal, Daniel, Nuquayel, Barakel, Azazel, Amners, Batareyal, Bazazel, Ananel, Tureyal, Simapisiel, Jetarel, Tumael, Tariel, Rumael, Itzezeseel. Azazel gilt als einer der Hauptverantwortlichen für die Verbreitung der Sünde unter den Menschen. In der henochischen Literatur wird ihm zugeschrieben, dass er die Menschen in der Herstellung von Waffen und Magar unterrichtete, während er den Frauen die Kunst der Verschönerung und des Schminkens zeigte, was zur Eitelkeit führen sollte. Die himmlischen Hierarchien. Es gibt viele Denkrichtungen zur Organisation der himmlischen Hierarchien. Die älteste davon findet sich im Werk De Coelesti, Hierarchia von Pseudo-Dionysius Areopagita, und wurde in der Summa Theologica von Thomas von Aquin in einer dreistufigen Struktur systematisiert. Erste Hierarchie: Fürstentümer, verantwortlich für das Erteilen von Befehlen. Erzengel und Engel, die die unteren Ebenen mit den höheren verbinden und Erleuchtung weitergeben. Zweite Hierarchie: Mächte wehren Dämonen ab. Tugenden: Engel mit der Fähigkeit, Wunder zu wirken. Herrschaften: Engel, die die unteren Hierarchien lenken. Dritte Hierarchie, die höchste: Throne, setzen die Anweisungen der Cherubim um. Cherubim besitzen eine vollkommene Schau Gottes, erforschen die Schönheit der Schöpfung und vermitteln Wissen. Seraphim, erfüllt von Liebe zu Gott, am nächsten seiner Gegenwart. Seraphim werden oft mit Feuer assoziiert, aus 3 Gründen. Feuer symbolisiert ihr Streben nach Gott. Flammen stehen für Eifer und Hingabe. Der Glanz der Seraphim erinnert an das Licht des Feuers. Gemeinsam mit den Thronen und Cherubim erfüllen die Seraphim 3 Aufgaben: Reinigung, Erleuchtung und Vollendung.
Origenes war der Ansicht, dass die Engelshierarchien nach ihrer von Gott gegebenen Mission geordnet sein sollten und nicht nach ihrer geistigen Vielfalt. In seiner Vorstellung, Engel kontrollieren das Universum, Mächte inspirieren die Bedürftigen, Throne fällen Urteile über die Völker. In den Kapiteln von 14 bis 32 des ersten Buches Henoch wird eine Vision beschrieben, in der Henoch ein kristallenes Haus sieht, umgeben von Feuer. Im Inneren befindet sich ein Thron aus Flammen, auf dem Gott sitzt, während die Cherubim seinen Ruhm besingen. Einen Ort mit 7 Bergen aus Edelsteinen durchquert, wo er auf rebellische Sterne trifft, gefallene Engel. 6 heilige Engel sieht, Uriel, Raphael, Raguel, Michael, Sarakael und Gabriel, die verschiedene Aufgaben erfüllen. An einen Ort gelangt, wo sich die gefallenen Engel befinden. Einen Ort sieht, der für die Seelen der Menschen geschaffen wurde, unterteilt in Abschnitte für die Sünder und die Gerechten. Er trifft auf den Geist Abels, der von seinem Tod durch die Hand Kains erzählt. An einen feurigen Ort gelangt, wo sich alle Lichter des Himmels befinden. Den Baum des Lebens und den Thron Gottes sieht, dem sich keine körperlichen Wesen nähern dürfen, bis zum Tag des Gerichts. Das Zentrum der Erde erreicht, den Ort, der für diejenigen vorbereitet wurde, die Gott mit ihren Worten beleidigt haben. Den Baum der Erkenntnis findet, den Adam und Eva verletzten, was zu ihrer Vertreibung aus Eden führte. Henoch und seine geheimnisvollen Bücher haben über Jahrhunderte hinweg sowohl Gelehrte als auch Gläubige fasziniert. Obwohl seine Schriften während des Konzils von Laodicea aus dem offiziellen biblischen Kanon ausgeschlossen wurden, sind sie nicht vollständig verschwunden. Heute sind sie Teil des Kanons der äthiopisch-orthodoxen Kirche und zählen zu den ältesten Zeugnissen spiritueller Reisen und mystischer Visionen. Das Buch Henoch fand keinen Platz in der christlichen Bibel, doch sein Einfluss ist sowohl im Neuen Testament als auch in den Schriften der Kirchenväter erkennbar. Viele Autoren zitierten die Texte Henochs direkt. Einige Forscher und Anhänger außerirdischer Theorien schlagen vor, dass die Beschreibungen im Buch Henoch auf eine völlig andere Weise interpretiert werden könnten. Visionen von Feuerwagen, mächtigen Wesen, die vom Himmel herabsteigen und himmlischen Hierarchien könnten möglicherweise auf einen Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation hindeuten. Hat Henoch auf seinen Reisen durch die Himmel tatsächlich spirituelle Wesen getroffen oder vielleicht hochentwickelte Technologie kosmischer Reisender? Ist es möglich, dass das Buch Henoch und andere antike Texte lediglich Schöpfungen der Vorstellungskraft gläubiger Menschen waren, die versuchten, das Wirken Gottes in der Welt zu verstehen? Wie immer lade ich euch, meine Zuschauer, ein, eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren. Bis bald!